Das ist der iFlight Nazgul Evoke F5, geflogen mit der TBS Mambo Funke und der DJI FPV-Brille. Vorne die gute KDX Polar-Kamera, starke Xing 2 2207 6S Motoren mit 1855 kV, Nazgul F5 Propeller. Der F7 FC mit 50 Ampere ESCs ist mit leichtem Kunststoffdeckel geschützt. Hinten die linksdrehende Antenne für das Vista-Modul. Der XT60-Stecker ist fest an Frame montiert. Geflogen wird mit einem Tattoo Airline 1300 mAh Akku. Der Nazgul 5 hat eine tolle LED-Beleuchtung, die auf beiden Frameseiten ist, und unten auf jedem Arm befindet sich ein leuchtender LED-Schlauch über den ganzen Arm. Mein Nazgul 5 ist die X-Frame-Version. Es gibt noch die Dead-Cat-Version, wo vorne die Arme mehr nach hinten versetzt sind, damit die Propeller nicht im Bild zu sehen sind. Ich bevorzuge aber beim Freestyle lieber das X-Frame, wo die Arme symmetrisch angeordnet sind und so die Motoren zueinander den gleichen Abstand haben. So ist sichergestellt, dass der Quad bei egal welchen Drehung sich gleich verhält. Ich verwende sowieso die besseren Aufnahmen der GoPro-Kamera, daher stören mich die Propeller in dem Bild der KDX Polar-Kamera nicht. Der Nazgul 5 Evoke ist super toll verpackt. Ein weiterer Ersatzpropeller liegt bei, sogar 3 Akkustraps, USB-C-Kabel, Ersatzschrauben. Es werden die Propeller montiert, für den Akku die Pads aufgeklebt, die Antenne aufgeschraubt und der Crossfire Nano Empfänger gebunden. Übrigens hat iFlight alles schön mit Sticker beschriftet, sodass man keinen Fehler hier machen kann. Der Nazgul wiegt 426 Gramm, was für einen digitalen Freestyle-Quad in Ordnung ist. Auf dem Quad gehört natürlich eine GoPro-Kamera, die man am besten mit einem TPU-Gehäuse schützt, das man optional dazu kaufen kann. Abfluggewicht mit der GoPro 8 und einem Akku ist 87 Gramm. Und Betaflight ist alles super voreingestellt. Die Motoren laufen mit der RPM-Filterung. Die aktuelle Betaflight 4.2.9 Version ist aufgespielt. Sogar die Version, mit der auf der DJI-Brille die Warnungen angezeigt werden. Hier wird statt dem Modellnamen die Warnungen ausgegeben. Super, endlich sieht man, welche Warnung angezeigt wird, falls der Quad nicht starten will. Erster Testflug zeigt, dass der Nazgul 5 richtig viel Kraft hat, obwohl die GoPro 8 Kamera drauf sitzt und so der Quad um die 780 Gramm Abfluggewicht hat. Der Nazgul 5 reagiert super schnell auf meine Funkbefehle. Hier die Aufnahme der DJI-Brille mit der neuen KDX Polar-Kamera, die ein super Bild in 16:9 liefert. Oben links zur Kontrolle das Bild der GoPro 8 Kamera. Das Bild der Polarkamera ist immer schön hell, auch wenn ich in schattige Bereiche reinfliege. Deutlich besser als die kleine Nebula Kamera und fast so gut wie die Nebula Pro Kamera, die man leider nicht mehr kaufen kann. Also ist die Polarkamera momentan die beste auf dem Markt, die man für das DJI digitale System bekommen kann. Der Nazgul 5 fliegt mit den 780 Gramm Gewicht super gut, wie auf den Schienen, fühlt sich noch besser als der letzte Nazgul 5 V2 an. Letzte Woche bin ich den Dayton Roma F5 V2 geflogen, der auch gut ist, aber der Nazgul 5 Evoke gefällt mir noch besser. Sowohl beim Fliegen fühlt sich alles gut an, als auch die Extras, wie der XT60-Stecker, der hinten fest montiert ist und man den Akku leicht einstecken kann. Außerdem steht hier nicht so viel Kabel über. Die schwarze Kunststoffabdeckung ist gut, weil diese den Flugcontroller und die ESCs vor Dreck und Feuchtigkeit schützt. Die Abdeckung ist dünn und wiegt nur wenige Gramm mehr. Die LED-Beleuchtung finde ich praktisch und schön. Da man mit der Polarkamera auch abends bei wenig Licht fliegen kann, sieht die LED-Beleuchtung hier super gut aus und der Quad ist überall erkennbar. Alles in einem ist das für mich zurzeit der beste 5 Zoll Freestyle Quad, den man auf dem Markt findet. Viel Spaß beim Fliegen!